Wir heißen euch Hallo. willkommen. Mein Name ist Britta Dahlberg und wir freuen uns heute sehr, euch unsere Mentorin Colette Baron-Reid vorzustellen. Ein international angesehene spirituelle Lehrerin, Medium. Man nennt sie auch die Orakel Queen. Und sie ist eine Queen. Also sie hat die meisten Kartendecks, die es weltweit gibt, kreiert und auch noch in eine wundervolle Form gebracht. Wir werden uns heute mit den Göttinnen verbinden. Wir werden mit den Karten arbeiten. Ich möchte noch ein paar Worte zu Colette sagen. Genau, das ist das Deck. Sie hat 30 Jahre Erfahrung, muss man sagen, mit einem globalen Publikum aus 51 Ländern. Das ist amazing. Also was sie in den letzten Jahren und speziell im letzten Jahr auch wegen der Pandemie jetzt erreicht hat, dadurch, dass alles online jetzt läuft, es ist unglaublich, unglaublich. Das hätten wir auch nie gedacht, was möglich ist. Die Karten haben also inzwischen ein globales Publikum erreicht und sie sind so stark, sie sind so wundervoll in ihrer Wirkung. Wenn man sich ein bisschen mit ihnen befasst, ihr werdet sie lieben. Wir haben hier in Deutschland ganz viele Kartendecks, aber ich finde es eins der schönsten. So sieht es aus. Da ist auch ein Büchlein dabei. Da werden wir nochmal drauf hinweisen. Und wir werden heute also mit den Karten als Lebenskompass arbeiten und Werkzeug zur persönlichen Transformation sowie Schlüssel zu unserem Potenzial. Denn darum geht es. Und da ist es ganz egal, ob wir weiblich sind oder männlich sind. Es geht also einfach auch da, um die Einheit zu schaffen. Und heute bekommt ihr einen Einblick in diese Arbeit. Wir werden das ankern mit schönen Meditationen. Und die liebe Silke, unsere Übersetzerin, ist wieder dabei und wird euch helfen, das Ganze auch noch im Deutschen zu verstehen. Wir haben den Chat an. Ihr könnt da drin kommunizieren. Die Mikrofone sind für heute zumindest aus. Im Workshop ist das dann nochmal anders. Aber ihr könnt mit uns im Chat kommunizieren. Bitte macht es so, wenn ihr tatsächlich eine Frage habt, schreibt das Wort Frage Doppelpunkt und wir schauen mal, ob wir auf einige der Fragen noch eingehen können. Es ist immer eine Frage, was so spontan geschieht, denn alles, was heute Abend ist, ist auch nicht vorgeschrieben in einem gewissen Setting. Es entsteht aus dem Moment, dass es eben auch, wie Colette arbeitet, intuitiv, spontan mit denen, die jetzt anwesend sind, aber auch den ganz vielen, die heute noch nicht dabei sind, aber diese Aufnahme sich dann anschauen werden. Ja, dann fragen wir mal hinein, ob wir eine Verbindung zum Universum heute bekommen werden und werden Colette als unsere Reiseleiterin bitten, uns dabei zu unterstützen. Dear Colette, now it's your turn. I just introduced you shortly and our translator and to be our guide and angel, yeah, and goddess, yeah, for this evening. And bring us closer to the power of the goddesses. Perfect. Thank you so much. Guten Abend. That's all my German for tonight. Das ist alles, was ich an Deutsch sprechen kann für heute Abend. So, what I'd like for you to consider this evening, I am going to demonstrate by speaking to you individually and answering questions by pulling one of the cards so that you can understand how the energy of the goddess impacts you. Also was ich heute Abend vorhabe, da könnt ihr folgendermaßen drüber nachdenken. Ich werde individuell mit euch sprechen und eure Fragen beantworten, indem ich eine Karte aus dem Göttinnen-Set ziehe, damit ihr einfach nochmal seht, welche Kraft in diesem Kartendeck steckt. Great. So this is less about learning about goddesses in their traditional historical form than it is about working with their energy. Also es geht weniger darum, etwas zu lernen über die Göttinnen in ihrer typischen historischen Form. Es geht mehr um die Energie der Göttinnen.
Perfect. Thank you. Every goddess that is part of the language of this deck, it specifically represents an energy that all of us are going to work with at some point or another. Jede einzelne Göttin, die in der Sprache dieses Decks enthalten ist, repräsentiert eine Energie, die jeder einzelne von uns an irgendeinem Punkt in seinem Leben früher oder später einmal benutzen wird. So what I want to impart to you today, I want to teach you today, is how to work with these energies. And the best way for me to teach you is to teach with you. Und ich möchte heute euch einfach beibringen oder näher bringen, wie man mit diesem Set arbeiten kann. Und das möchte ich euch beibringen. Und die beste Art, etwas beizubringen, ist es, wenn ich es mit euch zusammen mache. Great, thank you. So if we do think about the word goddess, what we immediately think about is what she, with a capital S, represents to all of us. Wenn wir über eine Göttin nachdenken, an was wir da denken, in dem Moment, wo wir Göttin denken, ist sofort, es ist eine Frau mit großem F. Yeah, so it is the universality, the universal way in which we understand the divine feminine. Also es ist einfach dieses Universelle, wie wir dieses göttliche, weibliche verstehen. So it's not about women. It's not about a woman, because a man can tune into the divine feminine too. It's more about the consciousness of this. Also es geht jetzt nicht um das Weibliche, es geht nicht um eine Frau, denn ein Mann kann sich genauso in das Bewusstsein dieser Göttin einklinken. Es geht mehr um dieses Bewusstsein, das wir haben. The universal concept of the goddess represents collaboration, community. Yeah, let's do it one at a time. Do you want to? Das universelle Konzept der Göttin präsentiert Zusammenarbeit. So collaboration, connection. Verbindung. Yeah, community. Gemeinschaft. Interdependence. Interdependenz, also gegenseitige Abhängigkeit. Creating life. Das Leben kreieren. Creating life. Stewardship. Do you know what stewardship? Ja. Wenn man sich gegenseitig dient. Yeah, to be the steward of nature, and the stewardship versus dominance, right? So the masculine is the dominant and this is the receptive. Stewardship, da haben wir keine Entsprechung im Deutschen. Es bedeutet einfach sich dienen. Und dieses Stewardship im Gegensatz zu eben dieser männlichen Dominanz, das heißt nicht die Natur dominieren, sondern ein Diener der Natur sein. So we want to work with, we want to be in partnership. The goddess represents the model of partnership. Also wir wollen mit der Natur arbeiten, wir wollen eine Partnerschaft und das Konzept der Göttin repräsentiert eben die Partnerschaft. This is especially powerful now because for so many years we have not valued the goddess energy. Und das ist im Moment so besonders kraftvoll, weil wir viele Jahre lang diese Energie der Göttinnen nicht wirklich wertgeschätzt haben. And we need it now because we are in a global transition. Und jetzt brauchen wir diese Energie, weil wir uns in einem globalen Übergang befinden. But we need to know how to work with this energy in a modern context, not in the historical context. Und wir müssen aber auch wissen, wie wir in einem modernen Kontext mit der Energie der Göttinnen arbeiten können, eben nicht mit diesem historischen Kontext. Yeah. When I created this oracle, I chose the goddesses based on what they represented. Als ich dieses Orakelkartenset kreiert habe, da habe ich die Göttinnen danach ausgewählt, was sie repräsentiert haben. As opposed to what they were.
It is the energy that they represent. And that's how we work with them. Also im Gegensatz dazu, wer die wirklich waren. Es ist die Energie dieser Göttinnen, die sie repräsentieren. Perfect, thanks. So there is a sacred connection we already have to these. Okay, let's start again. If we think of a diamond, if we think of the goddess, the great goddess, the divine feminine as a diamond, we can see each goddess as a facet of that diamond. Wenn wir eine Gottheit oder eine Göttin wie einen Diamanten sehen, ja, also dieses große göttliche weibliche Konzept, dann kann jede Facette dieses Diamanten eine dieser Göttinnen repräsentieren. And they already live inside us. Und die leben bereits in uns. Yeah, we don't have to look outside for the energy. We wake it up inside ourselves. Wir müssen also nicht im Außen nach dieser Energie Ausschau halten. Wir müssen sie einfach nur in unserem Innern erwecken. And the purpose of this, especially now when there is so much stress and fear in the dismantling of what we know. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo es so viel Stress gibt und so viel Angst und all das enthüllt wird, was wir wissen, it reminds us that we always have power. Erinnert es uns daran, dass wir immer Macht haben. Inside us, not it teaches us to go within and to not look at the outer world to tell us if we're okay or not. Was es uns einfach lernt, ist, nach innen zu gehen, in die Innenschau und mit uns zu befassen und nicht auf die äußere Welt zu warten, bis die uns sagt, dass wir okay sind. We get lost in the outer world. We don't get lost in our inner world. In der äußeren Welt, da können wir uns verlieren, in unserer inneren Welt dagegen nicht. And so this is why this particular tool that I've created, because it is a tool, can help you navigate your life in a way that is empowering and precise. Und deswegen kann dieses Werkzeug und dieses Orakelkartenset ist tatsächlich ein Werkzeug, das ich geschaffen habe. Das kann euch helfen, durch euer Leben zu navigieren und gleichzeitig präzise zu sein. It's important to note now that all of my oracle cards are created for personal transformation, and they are not fortune-telling cards. Ganz wichtig ist nochmal, all meine Kartensets oder Orakelkartensets wurden deshalb kreiert, weil sie euch unterstützen wollen bei eurer persönlichen Verwandlung. Also das sind keine Orakelkarten, die die Zukunft voraussagen. Yeah, so this way you become your own oracle when you use them. Und auf diese Weise werdet ihr zu eurem eigenen Orakel, wenn ihr die Karten benutzt. Mm-hmm. So what I'd like to do is invite everyone into a meditation to connect to the energy of the goddess. And then I will start by choosing people afterwards. Also jetzt möchte ich euch einladen zu einer Meditation, dass ihr euch mit der Energie der Göttin verbinden könnt. Und danach werde ich einfach Leute unter euch auswählen. Yeah, the more I get to talk to you, the better the workshop will be. Also desto mehr ich mit euch sprechen kann, desto besser wird auch der Workshop sein. Okay, perfect. So let's get relaxed. I'd like everybody to have their feet side by side on the ground. Dann entspannt. They can take your shoes off. Okay, dann möchte ich, dass ihr alle die Füße parallel zueinander auf den Boden stellt und wenn möglich die Schuhe auszieht. Perfect, thank you. So I'd like you to close your eyes and take a deep breath. Dann möchte ich, dass ihr die Augen schließt und einen tiefen Atemzug nehmt. And we will first get grounded and connected to the earth. Und erst werden wir uns erden und uns mit der Erde verbinden. Imagine at the base of your spine as you sit, there is a golden brick. Stellt euch vor,
am Ende eurer Wirbelsäule, wo ihr sitzt, da ist ein goldener Backstein. And you are dropping that into the earth until it reaches the center of the earth. Und ihr werft diesen Backstein in die Erde, so lange, bis er den Mittelpunkt der Erde erreicht. And just for now, allow yourself to feel the weight of your body as the brick holds you to the earth. Und nur für jetzt, erlaubt euch, das Gewicht eures Körpers zu spüren, wie der Backstein euch eben auf der Erde hält. Now, from the soles of your feet, imagine there are two more bricks that are pushed into the earth. So you are connected from three different places. Und jetzt stellt euch vor, von euren Fußsohlen ausgehend gibt es noch 2 weitere Backsteine, die auch im Erdboden versinken. Das heißt, ihr seid jetzt von 3 unterschiedlichen Stellen mit der Erde verbunden. Now imagine in the center of the earth. Und stellt euch jetzt vor, im Mittelpunkt der Erde is the living consciousness of the divine feminine. ist das lebende Bewusstsein des göttlichen Weiblichen. She breathes her divine breath into every bit of life. Und sie atmet ihren göttlichen Atem in jedes kleinste Teilchen des Lebens. Imagine that she breathes and breathes life into being. Stellt euch vor, dass sie atmet und sie atmet Leben in das Sein. See a seed under the ground. Sie ein Samenkorn unterhalb der Erdkruste. And she breathes upon the seed. Und sie atmet auf dieses Samenkorn. And the seed becomes a flower and pushes itself up through the winter ground. Und aus diesem Samenkorn entsteht dann eine Blume, das sich selbst durch die Erdkruste des Winters nach oben schiebt, drückt. Imagine that the goddess is in every plant. Und stellt euch vor, dass diese Göttin in jeder einzelnen Pflanze ist. In every tree. In jedem Baum. In every cloud. In jeder Wolke. In every drop of rain. In jedem Regentropfen. In every egg. In jedem Ei. In every bird. In jedem Vogel. Imagine that you can see all of life coming into being. Stellt euch vor, dass ihr jegliche Entstehung des Lebens beobachten könnt. Unfurling. Wie es sich entfaltet. Becoming. Wie es wird. The goddess rules receptivity. Die Göttin beherrscht das Aufnehmen. You are like a chalice. Und ihr seid wie ein Gefäß, A sacred cup. eine heilige Tasse, Receiving all her love. und ihr empfangt all ihre Liebe, Her wisdom. ihre Weisheit, Her intelligence. ihre Intelligenz, Her consciousness. ihr Bewusstsein. Imagine that she is in your heart. Stellt euch vor, dass sie in eurem Herzen ist. She is in your womb.
Sie ist in eurem Leib. She is in your throat, Sie ist in eurem Hals, in your eyes, in euren Augen and in all of the energy that you consider yours. und in jeglicher Energie, die ihr als eure eigene betrachtet. Let yourself feel her light. Lasst euch ihr Licht spüren. Now imagine that the energy of the goddess comes through your hands, and open your eyes just a little bit so you see what I am doing, and I want you to do the same. Und stellt euch vor, dass die Energie der Göttin durch eure Hände kommt und öffnet eure Augen nur ein ganz kleines bisschen, damit ihr sehen könnt, was ich mache, und ich möchte, dass ihr das auch tut. So we're going to play with this energy to activate it. Wir spielen also mit dieser Energie, um sie zu aktivieren. You should feel your hands tingle. Ihr solltet ein Kribbeln in den Händen spüren. And her energy pushes against your hands. Und die Energie der Göttin drückt gegen eure Hände. And feel them being pushed apart. The more you do this, see this slow movement. Und fühlt, wie die Hände auseinander gedrückt werden. Fühlt diese langsame Bewegung. Until it feels like you're holding a ball. So lange, bis es sich anfühlt, als würdet ihr einen Ball fühlen. Now let it float in front of you. Lasst diesen Ball jetzt vor euch treiben. And just put up your hand if you felt the energy. Und macht mal eure Hand hoch, wenn ihr die Energie gefühlt habt. I'm just looking. Okay, we'll keep doing it until everybody feels it. Wir machen die Übung so lange, bis jeder von euch sie fühlen kann. Because this will help you connect to the goddesses. Weil das wird euch helfen, euch mit den Göttinnen zu verbinden. So while I talk and I lead you further, just keep pushing this ball again, put the ball together again until you feel even more. So especially for those who still haven't felt it yet. Just keep, moving your hands. Und während ich euch weiter durch diese Übung führe, bewegt eure Hände weiter und drückt diesen Ball zusammen. Und es ist speziell für die wichtig, die die Energie noch nicht gefühlt haben. Das heißt, bleibt in dieser Bewegung. So just listen to my voice while you're doing this with your hands. The goddess exists everywhere. Hört einfach auf meine Stimme, während ihr das mit der Hand macht. Die Göttin existiert überall. She is the life force energy of birth. Sie ist die Energie der Lebenskraft der Geburt. And moves through both men and women. Und bewegt sich sowohl durch Männer als auch durch Frauen. It doesn't matter what you are, even what species you are. Es spielt dabei keine Rolle, was du bist, noch nicht mal zu welcher Spezies du gehörst. The goddess is life. Diese Göttin ist Leben. Now imagine that every culture in the world had to discover a way to communicate with this goddess. Und jetzt stellt euch vor, dass jede Kultur auf der Erde einen Weg finden musste, wie sie mit der Göttin kommunizieren konnte. In the very beginning, there was only the goddess. Und ganz am Anfang, da gab es nur die Göttin. Then we added
more deities. Dann haben wir mehr Gottheiten hinzugefügt, Until there was only one God. bis es zuletzt nur noch einen Gott gab. So now we are remembering the partnership that we are missing. Und jetzt erinnern wir uns an die Partnerschaft, die wir vermissen. Are you ready to learn how a goddess will choose you? Seid ihr bereit zu lernen, wie eine Göttin euch auswählt? Let us begin. Dann lasst uns anfangen. Oh Gott. Okay. You want to go like this with your hands. Macht mal so mit euren Händen, schüttelt die so aus. Ach Quatsch, kommt hier rein. Did anybody have a very strong reaction to the hand movement? Hatte jemand von euch eine sehr starke Reaktion zu dieser Handbewegung? I'd love to talk to that person. Falls ja, würde ich mit dieser Person gerne sprechen. Do they know how to put up their hand in the... Yeah, I saw one person move their hand. Okay. Who are they? What's their name? Gudrun, du hattest die Hand gehoben. Gudrun Hiegel, ne? Kannst du dich mal dein Mikrofon aufmachen und sprechen? Is it Gudrun Hiegel? Exactly. Okay. So what did it feel like? Wir hören dich noch nicht gut drin, aber die Frage, die an dich gerichtet wurde, ist, wie hat sich das angefühlt? Uh-oh. I'm sorry, I'm glad we're not meditating. Es tut mir leid, ich bin froh, dass wir gerade nicht in der Meditation sind. I can't turn it off. Gudrun, hast du das rausgefunden mit dem Mikrofon? Schau mal links unten in der Ecke. Wenn du da mit deinem Cursor links unten in die Ecke gehst, da ist da so ein Mikrofon. Und genau, jetzt hast du es. Jetzt kannst du mit uns sprechen. Okay. Hi, Gudrun. Hi. Also das war so eine ganz, ganz starke Energie, die mich wirklich ganz, ganz auseinandergedrückt hat, aber auch irgendwie zusammengezogen hat. Also es war sehr stark und ging auch in Richtung in mich rein so. Mhm. Ich übersetze es mal. It was a very, very strong energy that was pushing my hands apart at the same time, pulling them together and then going into me. Right. Wow. Okay. I'll be picking you first for the reading. That is exactly what it should feel like. Now, sometimes it doesn't. Sometimes it's less because we don't trust it. Often we think about it too much and go, what is this? And we cut it off. But that's exactly how it should feel like it's pushing and pulling and in and out. Ich werde dich als erstes auswählen, weil genauso wie du es beschrieben hast, soll es sich anfühlen. Oft ist es ja so, dass wir diesem Gefühl gar nicht trauen oder dass wir zu viel darüber nachdenken. Aber genau wie du es beschrieben hast, dass es zusammenzieht, sich auseinanderzieht, nach innen geht und nach außen, so soll es sein. Yeah. There was a gentleman that put up his hand. Also, a man put up his hand. I think Mikhail somebody. Da hat noch ein Mann seine Hand gehoben. Ich meine, es war Matthias Michalek. Does he want to speak? Wenn ihr euch auch mal, also ihr seid ja two people, right? Matthias Michalek, ja. Wenn ihr auch mal euer Mikrofon aufmacht, das seht, wenn ihr links unten mit dem Cursor in die Ecke, dann könnt ihr mit uns sprechen und die Stummschaltung aufhebt. I'm curious to hear if he's there. Klappt das bei euch? Jetzt. Wunderbar. Hallo. Hi. Sie ist jetzt ganz neugierig von dir zu hören, wie das mit dieser Energiekugel war. Ja, ich habe das genauso empfunden wie meine Vorrednerin, dass es diese Spannung zusammengezogen zu werden, aber eben auch genauso nach außen gezogen zu werden und vor allem unglaubliche Wärme in den Händen. Okay, so he felt basically the same way than the woman before. He said there was a tension was pulling him inside, but also outwards, and it was very warm.
Yeah, sometimes, and then if you get too close, it gets cold. It's like you break something. Did anybody have that experience? Put up your hand. Hatte von jemand euch das Gefühl, manchmal ist es so, wenn die Hände zu nah beisammen sind, dass es kalt ist oder dass es sich so anfühlt, als hättet ihr was kaputt gemacht? Macht mal die Hand hoch, wenn ihr das Gefühl hattet. Just curious. To the gentleman, I would say this is an uncanny experience because we don't understand the nature of energy. So we have called upon this partnership energy that exponentially grows when more than one of us at a time is doing that. Do you understand what I just said? Ja, also die Erfahrung, die du gerade gemacht hast, das ist tatsächlich eine frappierende Erfahrung, weil wir haben ja hier Energien angerufen und je mehr von uns diese Energien anrufen, desto mehr von uns können die auch fühlen. Interesting. So Gabby said, is it normal when the hands... Okay, I don't know what she means. She wrote us a question. She said, is it normal if the hands... It says, über die Hände... If you see a rainbow and a golden heart above your hands. Well, anything is possible. Also alles ist möglich. Yeah, I have heard people see a woman come out of their hands. So everybody is different, but yes, the interesting thing about the rainbow is that it shows unity, and the goddess represents unity. Also alles ist möglich. Ich habe schon es gesehen oder habe gehört von Leuten, dass eine Frau aus ihren Händen rausgekommen ist. An deiner Erfahrung interessant, Gabi, ist eben der Regenbogen, weil der Regenbogen ist ein Symbol für Einheit und die Göttin repräsentiert Einheit. Yeah, very interesting. Anybody else? Sehr interessant. To type it. Bei mir war ganz viel, really warm and kribbeln. Tingling. When we stop the exercise. And the other thing you can read. The energy rippled through my body into the earth. Thank you, Desiree. Yes, also, it goes in and out. Die Energie ist durch meinen Körper nach unten in die Erde abgeflossen oder hat sich so durch den Körper geschlängelt und ging dann in die Erde, heißt es auf Deutsch, was Desiree uns geschrieben hat. Mm-hmm. Oh, she had it in the underarm. Yeah, in her forearms. Oh, forearms. Unterarmen is forearm, not underarm. Yeah. Okay. Ich habe es sehr stark an it. Also palms of my hand are still very warm. Awesome. Yeah, see, it's very, and you will feel it. One thing that is very interesting about this work that I have discovered is that we have created a false idea that the God or goddess is outside of us. Meine Erfahrung, die ich bei dieser Arbeit gemacht habe, ist, dass wir als Menschen diese falsche Idee entwickelt haben davon, dass der Gott, die Gottheit oder die Göttin außerhalb von uns sich befinden. But in fact, the divine consciousness exists and can be called easily from the earth, from life. Aber tatsächlich kann diese Energie, diese Gottheit leicht zu uns vom Leben gerufen werden. Mm-hmm. And it is now more than ever, we need to remember how to do this. Und jetzt müssen wir uns mehr als jemals zuvor daran erinnern, wie das funktioniert. Mm-hmm. Do you want to read Sabine Sauer's question? She said, mich hat es sehr entspannt und ich bin ganz ruhig dabei geworden. Meine Handmitte kribbelt immer noch und ich spüre wieder eine starke Energie in mir. Danke. It was very relaxing for me and I was very calm whilst doing that exercise. In the palm of my hands, in the middle of the palm of my hands is still that tingling and I still feel that strong energy. Good. So what could be very interesting, and I'll do this with you at the end, but when you are very stressed, the way this works is you begin the way I taught you, and then you push all your stress into the ball. Wie das funktioniert, wenn ihr zum Beispiel ganz viel Stress habt, dann könnt ihr die Übung so anfangen, wie ich sie euch jetzt gelehrt habe, und dann nehmt ihr euren Stress und drückt den einfach in diesen Ball.
Yes, and by the way, this exercise is thousands and thousands of years old. I learned it from a very old teacher of Qigong. Und ganz nebenbei bemerkt, diese Übung ist tausende von Jahren alt und ich habe sie von einer sehr alten Qigong-Lehrerin gelehrt bekommen. So there was once a time in our human lives where we knew that energy could be summoned, could be used for healing, could be used to reflect. Also es gab einmal eine Zeit in unserem menschlichen Dasein, wo wir eigentlich gewusst haben, dass wir die Energie zu uns rufen können, dass wir sie sammeln können, dass wir sie nutzen können, um zu reflektieren. So this is one of the reasons why I decided to create the Goddess Oracle was to revisit the different sides of the diamond of the one goddess so that she could speak to us about the subjects. In der vorgehenden hatte ich vergessen, die Energie konnten wir auch zum Heilen nutzen. Das habe ich vergessen. Jetzt sage ich, was sie jetzt gesagt hat. Ich habe dieses Kartendeck einfach kreiert, um diesen einen Diamanten, diese verschiedenen Seiten der Gottheit oder der Göttin einfach nochmal erfahrbar zu machen, abrufen zu können. Perfect. So I think what I would like to do now, the energy is, oh, sorry, Suzanne Carr asked, is this energy mine when I put my stress in there, or is it also the surroundings? Excellent question. Die Susanne hat gefragt, ist das meine Energie, wenn ich meinen Stress in den Ball, nehme ich an, meint sie, rein drücke, oder ist es einfach auch die Umgebung? Many of us now don't even realize that we are processing on behalf of the collective, not just ourselves. Vielen von uns ist gar nicht klar, dass wir auch im Namen der Gemeinschaft Dinge verarbeiten, prozessieren und nicht nur immer für uns selbst. Particularly empathic people. Ganz speziell hier empathische Menschen. But now it seems like everybody is like a sponge for the collective angst. Und im Moment sieht es für mich so aus, als wäre jeder einzelne von uns ein Schwamm für die kollektive Angst. Yeah, everybody. So when you do this exercise, you focus the energy on one place. Und jeder ist ein Schwamm. Und wenn ihr diese Übung macht, dann fokussiert ihr diese Energie auf eine Stelle. So it's like we decide where we're going to put it symbolically. Es ist so, wie wenn wir entscheiden würden, symbolisch, wo wir die Energie hinstecken. But it works every time. Aber es funktioniert jedes Mal. It's so simple that we don't know why we don't all do it. Es ist so einfach, dass wir gar nicht wissen, warum wir das nicht alle praktizieren. Yeah. So we have to learn, like little children, these very simple things to help us manage. Also wir müssen dann wie kleine Kinder diese einfachen Dinge lernen, die uns einfach helfen, unseren Alltag zu managen. It's really important as well to know that the collective is being conditioned by fear right now. Und es ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass das kollektive Bewusstsein momentan von der Angst konditioniert wird. So rather than fight against the fear, we move our minds and our spirits somewhere else. We don't fight it. Anstatt gegen die Angst anzukämpfen, gehen wir mit unserem Verstand, unserem Mind und unserer also mit Geist und Verstand gehen wir einfach woanders hin. Okay, so let's start by me talking to some people. Is that okay? Also lasst uns mal anfangen, dass ich mit einigen Leuten spreche. Ist das für euch okay? Wave, yes. Winkt mal, wenn das für euch okay ist. Okay, do you want to choose? I would like to first speak to that first woman. And I want to demonstrate how you are going to work with me today. So I want you to form a question about something that you want to know about,
And we're going to ask the goddess to speak to you through one of these goddesses. Also ich möchte beginnen mit der ersten Frau, die heute Abend gesprochen hat. Das war die Gudrun Hegel. Und ich möchte daran zeigen, wie es funktioniert. Also das heißt, ich möchte, Gudrun, dass du dir eine Frage überlegst, die für dich formulierst. Und dann werde ich dir zeigen, wie durch diese Karte die Göttin mit dir spricht. Perfect. Can I ask you, not the group, is this audience typically shy? I was just wondering if I could get, if once I start with one, could they pick the next person? That would feel very magical. Or do I have to pick them? I'm just asking Britta. Also ich bin dafür, dass alle, die heute da sind, ganz mutig sind und ich hoffe, ihr seid meiner Meinung. Das heißt, die Gudrun lässt mich nicht im Stich, die wird die danach folgende Person einfach aus dem Herzen heraus wählen, die danach dran ist. Ja? Machst du mit, Gudrun? Is that okay? Super, Yeah? Okay. Yes. Because it makes it very magical that I'm not the one that picks. Yes. Okay, Also good. hier war nochmal die Frage, ob ihr alle schüchtern seid oder ob ihr mutig seid und ob ihr aus eurer Mitte heraus die nächste Person bestimmt, die drankommt. Und Britta hat, das habt ihr ja gehört, beantwortet, ihr seid alle ganz mutig und wenn die Gudrun fertig ist, sucht sie dann von den Teilnehmern die nächste aus und dann hat das was Magisches. Yeah, it's going to be amazing. Okay, Gudrun, here we go. So what is your question? If you imagine that the goddess is here, and she's going to send one of her goddesses to speak to you about the question you want to know about. Also Gudrun, was ist deine Frage, wenn du dir vorstellst, dass die Göttin da ist und dass sie eine ihrer Göttinnen zu dir schickt, um mit dir über deine Frage zu sprechen? Unter dieser Voraussetzung, wie lautet deine Frage? Warum komme ich immer wieder in finanzielle Schwierigkeiten? Why do I always find myself in financial hard times, in dire straits when it comes to finances, over and over? Okay, perfect. So I should mention that everybody that gets to talk also impacts everyone else. So you may hear a message that I'm telling someone else, but you are also getting the message. So pay attention to everyone during this time. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, was mir wichtig ist, jeder kann von der Antwort, die jemand bekommt, profitieren. Das heißt, wenn ich jemandem eine Antwort gebe und ihr gut zuhört, dann hört ihr die Nachricht und die ist auch für euch. Also jeder kann aus den Antworten für sich etwas herausziehen. So Gudrun, I'm going to choose, or the goddess will choose you. Let's see. The goddess who chose you to speak to. Ooh. Very interesting. You got the Morrigan. So she's about death and magic. Die Göttin, die dich ausgesucht hat, ist Morgan. Bei ihr geht es um Tod und Magie. So this is about, but she came upside down. So I will read you from the book first and then I will tell you. Die wurde umgekehrt gezogen. Das heißt, ich werde dir die Bedeutung jetzt zunächst aus dem Buch vorlesen und dann werde ich nochmal individuell mit dir sprechen. So you have a pattern that is nothing to do with the outer world. It has everything to do that you have learned. Du hast ein Muster in dir, das mit der äußeren Welt nichts zu tun hat. Es hat mehr damit zu tun, was du gelernt hast. Yeah, so you're dealing with a pattern of unworthiness and fear around the subject of financial security. Du hast also ein Thema rund um Selbstwertgefühl, also Wertigkeit und eben auch ein Thema, das verknüpft ist mit Angst rund um finanzielle Themen. But this is not yours. You inherited it. Aber das ist nicht dein Muster, das hast du ererbt. Right? So your parents, the ancestors have this idea that went like a seed inside you. Deine Eltern und deine Ahnen hatten diese Idee, die wie ein Samenkorn in dir angepflanzt wurde. But you are so finished with this. Und du bist so fertig mit diesem Thema. Because this goddess is upside down and she says,
you must let this die. Weil diese Göttin wurde ja umgekehrt gezogen und sie sagt dir, du musst das sterben lassen. Because you are so capable of doing well. Weil du bist so sehr in der Lage, dass es dir wirklich gut geht in der finanzieller Hinsicht. But you have terrible boundaries. Aber du hast schreckliche Grenzen. All right? You give to everybody first. Du gibst jedem anderen zuerst. Yeah, forgetting yourself. Vergisst dabei dich selbst. And because of the fear of not knowing how to say no. Und eben aus der Angst heraus, nicht zu wissen, wie man Nein sagt. Because you learned, is this correct? Let me ask her, does this make sense so far? Lass mich zuerst fragen, macht es bis hierher Sinn, was ich dir gesagt habe? Fast. Also bis vor einem Jahr ungefähr hat es 100% zugetroffen. Seit dort gucke ich schon sehr nach mir. Almost. Up until a year ago, everything was 100%, as you said, but ever since, I look after myself. Yeah, good. Yes, because you're done. It's you should so I was going to say saying no is the best thing you could say. Sehr gut, das sollst du auch. Und was ich dir sagen möchte ist, Nein zu sagen ist das Beste, was du sagen kannst. Now you are going to remember what it is that you love. Und jetzt geht es darum, dass du dich daran erinnerst, was du liebst. You are no longer going to allow anyone outside of you to determine your worth. Und du wirst niemanden mehr außerhalb von dir erlauben, dass er deinen Wert bestimmt. You have everything now right here to end this pattern literally forever. Du hast jetzt wirklich alles an der Hand, um dieses Muster sprichwörtlich für immer ad acta zu legen. Mm-hmm. And love does not equal loss. Und Liebe ist nicht gleichbedeutend mit Verlust. Because there's a relationship with financial security and love loss. Weil es gibt hier eine Verknüpfung mit zwischen finanzieller Sicherheit und dem Verlust von Liebe. Does that make sense? Macht es Sinn für dich? Ja, ich hätte eigentlich einen sehr reichen Vater. Ja. Theoretically, I would have a father that's very rich. Mm-hmm. Mm-hmm. Theoretically. Theoretically, yes, I know. Anyway, I don't see this as a problem for you today because you are ready. If this goddess had been up right side up, I would have said she had a long way to go, but she doesn't. Und du bist mit dem Thema eigentlich durch. Und das sage ich dir deshalb, weil die Göttin ja falsch herumgezogen worden ist. Wäre sie richtig herumgezogen worden, da hätte ich gesagt, du hast noch einen langen Weg vor dir diesbezüglich. The only thing I would advise you, Gudrun, this goddess requires you to be ruthless with yourself. Ruthless, like. Ja. Das Einzige, was ich dir sagen kann, Gudrun, diese Karte macht erforderlich, dass du mit dir selbst hart ins Gericht gehst, also dass du ruppig mit dir selbst bist sozusagen. And that's another reason why even some relationships that you have now have to go. Also, dass du hart bist in der Hinsicht, dass einige Beziehungen, die du auch jetzt noch pflegst, dass die gehen müssen. If you are surrounding yourself with people who refuse to see you as prosperous, makes a difference. Wenn du dich mit Leuten umgibst, die es ablehnen, dich als wohlhabend zu sehen, das macht einen Unterschied. There's a level, just ask her if that makes sense. Macht es Sinn für dich, Gudrun? Ich musste gerade grinsen, weil ich ganz viele Freundschaften beendet habe in den letzten Monaten. You already ended it? Yeah, I had to smile because a lot of friendships I ended already. Good. Good, because the goddess is reflecting that to you, that you are doing what she wants you to do. Gut, weil die Göttin
die reflektiert dir das, dass du das tust, was sie von dir möchte, dass du tust. Proximity is power. So you must now develop new relationships with people who feel worthy of their contribution. Also Nähe ist hier auch Macht und deswegen solltest du Beziehungen zu Leuten entwickeln, die sich selber als wertvoll empfinden. And it's going to happen anyway. Und das passiert sowieso von alleine. I will make a bet with her that in 1 year's time, she will laugh at this question. Und ich würde eine Wette mit dir abschließen, dass heute in einem Jahr du über diese Frage lachen musst. Oh, cool. Okay. You pick the next person. Gudrun, bitte wähl du die nächste Person aus. Von Chat jetzt oder so einfach hier? Einfach von allen Personen, die hier jetzt mit dabei sind. I'm going to put a Ich peppermint. würde jetzt die Ilona hier unten wählen mit dem roten T-Shirt. I would Immer wieder choose- in die Augen gekommen. Genau. Ilona hat sich schon erkannt. Ilona, machst du auch dein Mikrofon auf? Thanks, Gudrun. Vielen Dank, Gudrun. And while we're waiting for Ilona, weißt du, wie das geht mit dem Mikro? Auch mit dem Cursor links unten, da steht da Stummschalten und wenn du da draufklickst, dann machst du dein Mikrofon auf. So, jetzt? Genau. Super. Is she there? Yeah, she's here. Where is she? Yes. Hang on. I have to move my little thing Yeah. so I can see her. Ja. Hey, where is she? Ilona, wink mal, dass die Colette dich sehen kann, Oh, weil there. wir haben... Yeah. Wave your hand so I see you. Actually, I'm going to open up the view to a gallery. Okay. Wave some more. Ilona, there you are. Okay, good. I see you. Perfect. Ja, meine Frage ist, ich möchte meinen jetzigen Beruf aufgeben. Ich strebe einen anderen Beruf an. Und die Frage ist, wie erkenne ich, wann der richtige Zeitpunkt ist, meinen alten Beruf aufzugeben, loszulassen und in den neuen reinzugehen, in meine Berufung, das, was mein Traum ist. Ja. I want to change my career. I want to let go of my old job and find a new job, do a new job. That's more my destiny. My question is, when is the right time, or how do I know when it's the right time to let go of the old and find the new job that's also my destiny? Okay. This is a multi-part question. So I am going to show you the first goddess is Persephone. Now she is about inexperience. So you are not in a position yet to change your job. Not yet. Okay, so Diese Frage hat ja mehrere Facetten und deswegen werde ich jetzt den ersten Teil beantworten. Die Karte, die ich für dich gezogen habe oder die Göttin, die dich ausgesucht hat, ist Persephone. Die Persephone steht auch für Unerfahrenheit. Das heißt, momentan bist du noch nicht in der Position, wo du deinen Job wechseln kannst. But the important thing about Persephone's myth is that she went into the underworld and found this changed her. She changed her. She went to the shadows and then she came out the other end for spring. So this is an important thing. Okay, sorry. Einer der Mythen über Persephone ist ja auch der, dass sie in die Unterwelt gegangen ist und dass sie die Schatten auch aufgesucht hat. Und das hat sie tatsächlich verändert und dann ist sie ja auch wieder nach oben gekommen für den Frühling. Right. So what the message is that you need to address first, this goddess is asking you to address the areas in your life that kept you at this job, doing a thing for the sake of security, for example. Sorry, go ahead. Diese Göttin, bei der geht es jetzt nun darum, oder was sie sich bittet zu tun, ist, dass du, bevor du den Job wechselst, erstmal alle
alle Lebensbereiche, dich um alle Lebensbereiche kümmerst, die dich dazu gebracht haben, dass du den jetzigen Job ausübst. Zum Beispiel, wenn es da um Sicherheit geht oder finanzielle Sicherheit, dass du dahin guckst. Mm-hmm. And the second piece is to recognize that her new job is more of a passion than it is a job. Und es geht auch darum zu erkennen, dass die neue Arbeit dann mehr eine Leidenschaft ist, als es eine Arbeit ist. And I believe, looking at this, the next goddess came out of the deck is Artemis, which is focus, which is about being focused. Und wenn wir davon sprechen, die nächste Göttin, die sich aus dem Deck gezeigt hat, ist Artemis. Und bei Artemis geht es um Fokus. But because she is upside down, she tells me that the job you're going to have next is helping people that are in a transition to get focused. Aber weil Artemis verkehrt herumgezogen worden ist, sagt sie mir, dass deine nächste Arbeitsstelle damit etwas zu tun hat, dass du Leuten hilfst, die momentan eine Veränderung durchmachen, dass du ihnen dabei hilfst, dass sie sich fokussieren können. Does that make any sense to her? Like a coaching thing? Macht es Sinn für dich, Ilona, dass du irgendwie Interesse hast an so einer Coaching-Geschichte beruflich oder so? Ja, auch, ja. Okay, there you go. Yes. This is your gift. This is your gift to take people from the Shadowlands into their light. That's your gift. Das ist also deine Gabe, die Leute aus dem Land der Schatten herauszuholen und ins Licht zu führen. Yeah. So now I invite you to trust, just as you felt the energy in your hand, that the money will also come like magic, right? So it will come when you make the decision. So the timing would be between now and next spring, within a year, even sooner. Und jetzt möchte ich, dass du Vertrauen hast. Vertraue darauf, dass genauso, wie du diese Energie zwischen deinen Händen gespürt hast, auch das Geld kommt. Das Geld wird zum richtigen Zeitpunkt da sein und es kommt dann, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Von der Zeiteinschätzung würde ich sagen, zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und dem nächsten Frühling, also innerhalb eines Jahres. The other piece that I forgot to mention with Persephone is that because she represents inexperience, it means that you probably need to take one course or something to give you structure. Eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen, Persephone steht ja auch für Unerfahrenheit. Das bedeutet auch, dass du vielleicht noch einen Kurs oder so belegen musst, damit das Ganze eine Struktur bekommt. Mm-hmm. Just one, just something to make it tangible for her. Nur einen, also einfach nur etwas, damit es für dich greifbar wird. Nothing is stopping you. I think this is your destiny. Also nichts hält dich auf. Ich glaube, das ist deine Bestimmung. Yeah. Okay. Now you pick the next person. And did anyone else hear that also for you? Did you feel this connection? Du besuchst jetzt die nächste Person aus. Was mich aber interessiert, hat außer der Ilona von den anderen noch jemand diese Verbindung gespürt? Konnte jemand mit den Antworten was anfangen? Yeah, just write it in the chat. Wenn das so ist, bitte schreibt. For the question you had before, somebody said that's exactly how I feel. It's exactly my topic. Yeah. No? Mm-hmm. Yeah, some people say yeah, and some that's my topics. That's also my topic. Both of the topics, actually. You see how this works? The goddess doesn't leave anyone out. Und seht ihr, wie das funktioniert? Die Göttin lässt keinen von euch aus. Yeah. Yeah. Okay, pick the next person. Ilona, such die nächste Person aus, bitte. Heidi. Wir haben zwei Heidis. Welche genau? Oh, die Heidi neben der Gabi. Die Heidi neben der Gabi. Das ist die Heidi mit dem blauen Oberteil und der Brille und dem Pagenschnitt im roten Bild im Hintergrund. Ja. Linkst du mal, dass du dich... Ja, genau du. Genau.
das bist du. Du bist die Heidi neben der Gabi. Also, Heidi, bitte mach dein Mikrofon auf und dann kannst du mit Colette sprechen. Hallo. Hallo. Und hi Colette. Hallo Heidi. Hallo Colette. Ich habe eine sehr allgemeine Frage und mich beschäftigt sehr, dass gerade so viel darüber gesprochen wird, dass die Covid-19-Impfung, egal mit welchem Impfstoff, den Menschen sehr großen Schaden zufügt auf mehreren Ebenen. Und da frage ich mich, wenn es denn so, erstens, ist es denn wirklich so? Und zweitens, wenn es so ist, wie kann man diesen Menschen helfen? My question is more of a general kind. It's about the COVID-19 vaccination, because all you hear is that any of the vaccinations is causing so much harm on so many levels. My first question is that the truth? Does the vaccination cause the harm? Second question, if so, what can I do to help people that have been harmed by the vaccination? I can't answer that question. This is not what I can do, but I'll still pull a card for her. But this is a question that's very, how do I put it, controversial. And so I can't answer that. So what I would like to do, could we ask it a different way? Because I cannot pull a card to tell you if vaccines are harmful, because I think that would be irresponsible of me. But I can find out, what could you do to help others? Also die Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil das sind also so, diese Art Fragen kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ich werde trotzdem eine Karte für dich ziehen, weil fällt mir einfach schwer, eine Karte zu ziehen und diese kontrovers diskutierte Frage zu beantworten, ob Vakzine, also Impfstoffe, generell schädlich sind. Deswegen hätte ich gerne, dass wir die Frage umformulieren und deine zweite Frage beantworten. Wie kann ich den Leuten helfen, die eben durch die Impfung einen Schaden davongetragen haben? Wärst du damit einverstanden? Ja, perfekt. Ja, gerne. Is that okay? Yeah. It's okay. Okay, perfect. Thank you. Ja, danke schön, Colette. That question was too big for me. Ja, okay. Too big for my goddesses. Too general. Thanks, Colette. Ja. Okay, how do you help people? All right. Die Frage war zu groß für mich, zu groß für meine Göttinnen. Oh, interesting. Interessant. So, you have the goddess Gaia, but it was stuck to the goddess Lilith. So I want to tell you about two goddesses that will help you. Also ich habe für dich die Göttin Gaia gezogen, aber an ihr klebte noch die Göttin Lilith. Okay, so Gaia is the Greek goddess of the earth, and she is in protection. And Lilith is the Hebrew goddess of independence, and she's also in protection. Also Gaia ist die griechische Göttin der Erde und bei ihr geht es um Schutz. Und Lilith ist die hebräische Göttin der Unabhängigkeit, aber auch bei ihr geht es um Schutz. So what this means is this: you feel so much uncertainty in the world. This is you, and because your whole life, you believed you were put on this earth to help other people. Does that make sense so far? Okay. Also was du im Moment erlebst, ist eine große Unsicherheit, aber das bist du. Und du bist eben in dem Glauben auf dieser Erde, dass du dafür auserkoren bist, anderen zu helfen. Macht es soweit für dich Sinn, Heidi? Ja. Does that make sense? But this is like to the extreme when you were young or in your life, if you were not helping, you felt you had no purpose. Und es war bei dir sehr extrem, also speziell als du jünger warst, wenn du nicht helfen konntest, dann war es für dich so, als hättest du keine Bestimmung. Ja. Right? Yeah, okay. This is really important because right now you are a healer. And you need, who needs a vacation? Okay. Das ist sehr wichtig, weil jetzt bist du eine Heilerin, aber eine Heilerin, die dringend mal Urlaub braucht.
Yeah. This says that you must become independent of the need to help others because you can't the way you want to. Diese Karte sagt dir, dass du unabhängig werden musst, unabhängig werden von dem Bedürfnis, anderen helfen zu müssen, weil du kannst nicht so helfen, wie du gerne helfen würdest. Which now makes you feel like you have no worth. Und das lässt dich gerade so fühlen, als hättest du keinen Wert. But that's not true. Aber das stimmt nicht. This first goddess, Gaia, says you have great value. Die erste Karte, Gaia, sagt, du hast einen großen Wert. But you must see things in small ways. Aber du musst die Dinge eben in kleiner betrachten, in kleineren Portionen. Because the issue here with both of these goddesses is the lack of certainty. Und das Problem bei beiden Göttinnen ist einfach dieser Mangel an Sicherheit. Right? And if you have no certainty, then you are lost. Und wenn du keine Sicherheit hast, dann bist du verloren. So that's why these two goddesses are saying that you must focus on small things right now. Und deswegen sagen diese beiden Göttinnen, dass du dich im Moment auf kleine Dinge konzentrieren oder fokussieren sollst. And to share your experience with others without getting enmeshed with them. Und dass du deine Erfahrungen mit anderen austauschst, ohne dich mit denen zu vermischen. Yeah. You're at the moment, because they are both upside down, exhausted. Im Moment bist du, das zeigt sich daran, dass beide Göttinnen verkehrt rum erzogen wurden, bist du erschöpft. And now you need to give yourself permission. You must give yourself permission to allow yourself to take some breaks. You're not going to be able to fix all of this. Und jetzt geht es darum, dass du dir selber die Erlaubnis gibst, die Erlaubnis auch Pausen zu machen, weil du bist gar nicht in der Lage, all das zu reparieren, zu heilen. Does that make sense? Kannst du damit was anfangen? Ja, danke schön. Yeah, you're welcome. I know that's not what you wanted to hear, but I think everybody needs to give you a big hug. Ja, also ich weiß, dass das nicht das war, was du gerne gehört hättest, aber ich weiß, dass jeder dir eine große Umarmung gibt. Yeah, yeah. Vielen Dank. Okay, pick the next person. Heidi, wähle bitte die nächste Person aus. Moment. Die Marlise Hein. Die Malisa Hein. Malisa Hein, winkst du mal, dass wir dich alle finden können? I see Ja, you. ich sehe sie. Ja. Hi, Marlise. Yes. Du weißt schon, wie das geht mit dem Mikro. Links unten machst du dein Mikro auf. Du gehst mit dem Cursor links auf diese, wo Stummschalten drunter steht, klickst da einmal drauf und dann genau, wunderbar. Okay. Hello. Hallo. Ja, also ich habe im Moment, a goddess is going to choose you. Jetzt schauen wir mal, welche Göttin dich auswählt. And are we waiting for her question? Kannst du deine Frage formulieren, bitte? ja, ich habe aktuell das Thema, dass ich schon lange als Single lebe und jetzt am Überlegen bin, ob ich in ein Projekt einsteige, wo es um gemeinschaftliches Wohnen geht. My topic right now is I'm living as a single and I'm thinking about entering a project where you would live in a community. Okay, perfect. Let's ask the goddess to send one of her goddesses to speak about this with you. Also lasst uns die Göttin bitten, dass sie eine von ihren Göttinnen zu uns sendet, dass sie mit dir darüber sprechen kann. This is a fantastic idea. You have the Japanese goddess Uzume about humor. Das ist eine wunderbare Idee, weil du hast die japanische Göttin Uzume und bei der geht es um Humor.
Mm-hmm. But you also have to see the humor in the fact that everybody will be different. Du musst aber auch eben den Humor in der Tatsache finden, dass jeder unterschiedlich sein wird. And you will not be able to control everything. Und du wirst nicht in der Lage sein, alles zu kontrollieren. Yeah, you have to. So you have to practice having some laughter. Und deswegen musst du es auch trainieren, dass du Gelächter oder lachen kannst. And this is and making the choice to do this will also bring you more joy and humor. Aber auch die Entscheidung, dass du das machen möchtest, wird dir mehr Freude und mehr Humor. Also die Entscheidung wird das mit sich bringen, dass du mehr Freude und mehr Humor hast. It's very interesting to me because I feel I can connect to your need. You're introvert. You're like an introvert, but you're really not. You became one, but it doesn't suit you. Und ich kann mich wirklich sehr gut mit dir verbinden, weil ich eben spüre, dass du eine introvertierte Person bist. Du bist introvertiert, aber in Wirklichkeit bist du das nicht. Du bist einfach so geworden. Right. You are better with people than you are without them. Du bist also besser mit Leuten, als du ohne Leute dran bist. Does that make sense? Macht es Sinn für dich, Marliese? Ja, das passt absolut. Ja. Absolutely. Yeah, good. Well, this is the best one to get. I would say just pack your bags today. Also das ist die beste Karte, die man ziehen kann. Deswegen würde ich dir sagen, pack heute noch deine Taschen. Yeah. Could you please choose a man? Könntest du als nächstes einen Mann auswählen, Marliese? All the men should put up their hands so we can see it. Alle Männer müssen mal ihre Hand hoch machen. Ich sehe im Moment, es sind ja mehrere da. Alle Männer machen mal die Hand hoch, auch du, Lutz. Genau, und dann kannst du nämlich ausgewählt werden. Perfect. Ja, ich nehme den Lutz Sittinger. Also, da ist der Lutz auch dran. Lutz, bitte mach dein Mikro auf und formulier deine Frage. Where's he? Hier ist okay, bitte wink noch mal, Lutz, dass die Colette dich finden kann. Wave at me. So what page is he on? He is on page number 1. Oh, page 1. Okay. And don't be, where is he? Wave, wave, wave. I don't see. In my screen, he's just below Britta. Yes, hi, Lutz. Yes. Hello, Lutz. Weißt du, wie das geht mit dem Mikro? Links unten mit dem Cursor, die Stummschaltung aufheben. Das hat noch nicht geklappt. There you go. Ja, wunderbar. Hallo. Hallo. Hi. Also kann ich die Frage formulieren? Sehr gerne. Und zwar, wie bekomme ich einen größeren Freundeskreis? How can I enhance my circle of friends? Oh, it'd be good for the pandemic to be over. Ja, da wäre es schon mal gut, wenn die Pandemie schon vorbei wäre. But hang on, let me see. Also warte mal, ich schau mal für dich. Okay, let's find out which goddess wants to talk to you. Lass uns mal herausfinden, welche Göttin mit dir gerne sprechen möchte. Okay. This one. Oh, new beginnings. This is very good. Go ahead. Neue Anfänge, das ist sehr gut. This goddess is Yostra. She's a Scandinavian goddess of spring. Diese Göttin heißt Jostra. Das ist eine skandinavische Göttin des Frühlings. Mhm. So the best way that she represents new beginnings, not just out of the blue, it's that you make different choices. You make new beginnings on the choices that you make. For example, coming to this, finding people of like interests to you. So this is about choosing things you haven't done before.
Diese Göttin repräsentiert neue Anfänge, aber nicht neue Anfänge, die einfach aus dem Blauen kommen, sondern neue Anfänge, die damit zusammenhängen, dass du andere Entscheidungen triffst. Zum Beispiel die Entscheidung, heute hier zu sein, mal was Neues auszuprobieren, Leute zu treffen, die eben eher deinen Interessen entsprechen. Can I ask when his birthday is? Did you ask? Wann ist denn dein Geburtstag, Lutz? Dürfen wir das wissen? Ja, 9. April. 9th of April. An Aries. Widder. Okay. Just 1 minute. I'm going to just do a numerology for you. 1 second. So 4 and 9. Ich gucke mir gerade mal deine Numerologie an. I knew it. Okay. So you are, the reason I knew to do that, because you are in the final year of a 9-year cycle. It's very important that this card came up with your numerology year, because she helps you leave behind what doesn't work for you anymore. Ich habe mir das gedacht, warum ich wusste, was du tun sollst, ist, weil ich das gespürt habe von der Numerologie. Und zwar bist du im letzten Jahr eines 9 Jahre andauernden Zyklus. Und diese Karte, dass die jetzt im Zusammenhang mit deiner Numerologie auftaucht, ist gut, weil diese Göttin hilft dir, all das hinter dir zu lassen, was du nicht mehr brauchst. Yeah, Das ist gut an. Does that make sense? He said, it sounds good. Yeah, it sounds good. But does it make sense that he knows he has to end certain things now, that he's finished? Du sagst, es hört sich gut an, aber ist dir auch klar, dass du bestimmte Dinge beenden musst, von denen du eigentlich schon weißt, dass die fertig sind? Ja, wir müssen ja momentan alle Dinge beenden durch die Pandemie, durch Corona. Vieles, was einfach aufgehört hat. Ne? All of us right now, due to COVID, have to stop things. There's certain things that stop by themselves. No, this is not about everybody. This is just about you. This is about you specifically looking at your life because you have had a chance to stop, to realize I can no longer do this. Aber es geht hier nicht um jeden, Lutz. Es geht tatsächlich um dich. Du musst nochmal dein Leben anschauen und musst sagen, okay, diese Dinge haben aufgehört und ich kann das auch nicht länger machen. Does that make sense? Yes. Okay, good. It's important that he hears this. Es ist nochmal wichtig, dass du das hörst. Macht das für dich Sinn? Because as of next January, he begins a new 9-year cycle. Weil im nächsten Januar wird für dich ein neuer 9-Jahres-Zyklus beginnen. So between now and then, between now and January, this goddess says, what do you want to be new? So it's even not just his friends, it's everything. It's how he communicates with people, what he communicates with them about, you know, what he used to think was important that isn't anymore. Also diese Göttin zwischen dem heutigen Tag und dem nächsten Januar fragt dich, also da geht es nicht nur um einen neuen Freundeskreis, da geht es darum, dass alles neu ist. Da kann alles neu sein. Zum Beispiel, wie kommuniziere ich? Was kommuniziere ich? Was sind die Inhalte, die ich bespreche? Also da kann ganz viel auch nochmal neu aufgelegt werden. Und du musst dir klar machen, was will ich in diesem neuen 9-Jahres-Zyklus einfach neu beginnen lassen? Sollte ich einen neuen Arbeitsplatz suchen oder so etwas? Is he recommended to look for a new job? Not necessarily a new attitude. So the new beginnings is about attitude. It's about how your perspective, less about the ending of something tangible and more about the ending of the way you see it. Also es geht auf die Frage neuer Arbeitsplatz nicht unbedingt. Ja, es geht mehr um die Attitüde, um deine Perspektive auf die Dinge. Also es geht darum, etwas verändern zu lassen, also enden zu lassen. Und bei diesen neuen Anfängen geht es um deine Attitüde, welche Perspektive du auf Dinge hast. Verstehst du, was ich meine? Ja. Yeah. Verhaltensweise oder Denkweise zum Beispiel. Genau, Attitüde ist also, wie du dich benimmst, wie du dich verhältst. Das ist alles Attitüde, Denkweise, Verhalten und so weiter. Okay, hab's verstanden. Okay, good.
the other thing is, it's really important for him to understand that he needs to be vulnerable, and as he makes new friends, he makes them through the bravery about being vulnerable. Eine weitere Sache, Lutz, die du verstehen musst, ist die, dass bei dir auch ansteht, dass du verletzlich bist. Und die neuen Freunde, die du findest, die triffst du durch den Mut, verletzlich zu sein. Does that make sense? Macht das Sinn für dich? Muss ich drüber nachdenken. I have to think about it. You think, like pick somebody else. Ja, dann denkst du nach und suchst vorher noch jemand anderen aus, bitte. Okay. Ich gucke gerade. Also die Shanti Devi. Die Shanti Devi. Kannst du mal winken, Shanti Devi, dass wir dich finden? Genau, ich habe dich, she's on page 2 on the first column. She's on my page 1. Yes. Du kannst deine Frage formulieren. Ja, meine Frage an die Göttin wäre, wie kann ich mit Transformationssymptomen im Körper besser klarkommen und die wirklich verwandeln? My question to the deity is, how can I cope with transformation symptoms that I feel or that I have in my body and work through them? Yes, the very sensitive people are having a very difficult time. Also die ganz sensiblen Menschen unter uns, die haben im Moment eine sehr schwierige Zeit. So one of the things that's really important for everybody to hear is that there is a level of ascension happening in our species as we become, in a way, upgraded. And everybody is feeling it. It's not just because of COVID. COVID forced us to stay still. It's an energy that has a lot to do with all the solar, the heavenly experiences now. Does that make sense, what I just said? Was alle von euch hören müssen, ist tatsächlich, dass im Moment in der Menschheit tatsächlich sehr viel aufsteigende Energie unter uns ist. Und das hat mit Covid gar nichts zu tun. Covid hat uns eher dazu gezwungen, stillzustehen. Aber generell spüren eben alle diese aufsteigenden Energien. Und das hat eher was mit unserem Solarsystem zu tun und mit den himmlischen Energien. Macht das Sinn für euch, was ich gerade gesagt habe? So a lot of healers, for example, are having an extra difficult time because they're tuning into the aspect of transformation that relates to loss. Und viele Heiler haben im Moment speziell eine schwierige Zeit, weil die sich einstimmen auf diese Veränderung oder Transformation, die mit Verlust zu tun hat. And you don't know what to do with it. Has anybody here gained a lot of weight in the past without eating too much? Und die wissen eben noch nicht, wie sie mit dieser Energie umgehen sollen. Meine Frage an euch, hat jemand von euch in der letzten Zeit viel an Gewicht zugenommen, ohne dass er mehr gegessen hat? Bei wem das so ist, macht mal bitte die Hand hoch. Right? And this is, and the confusion is, I didn't eat too much. Und die Verwirrung, die jetzt entsteht, ist, ich habe ja nicht zu viel gegessen. Right. So one of the transformation symptoms is weight gain. Also eins dieser Transformationssymptome ist dann zum Beispiel eine Gewichtszunahme. So do not go on a diet. Ja, aber fangt jetzt keine Diät an. It won't work. Die wird nicht funktionieren. Yeah, we have to just wait. So, and sometimes you have bad headaches. Sometimes you feel dizzy, like I don't know what the dizzy in German. Schwindlig. Okay. Yeah, dizzy, forgetful, very forgetful. Und andere Symptome sind zum Beispiel Kopfweh, starkes Kopfweh oder dass dir schwindlig wird oder dass du vergesslich wirst oder sogar sehr vergesslich. Also all das sind so Transformationssymptome. Yeah, so
So I will choose a card for Shanti Devi now, but do understand this is happening to a lot of people. But let's find out what your specific conversation is. Also, ich werde jetzt eine Karte für dich ziehen, aber sei dir klar, dass es vielen Menschen im Moment so geht. Aber jetzt werde ich nochmal speziell für dich eine Karte ziehen, um zu sehen, was individuell für dich angesagt ist. Yeah, and very tired, like fatigue. Und man spürt auch so eine Müdigkeit, also wirklich so erschöpft oder müde zu sein. Oh, this is very funny. And this is so funny. So you got Shakti, who is the goddess of transformation. Das ist so lustig, weil du hast jetzt die Shakti bekommen und die Shakti ist die Göttin der Transformation. The only one. Die einzige. So you just gonna have to hold on because she is, if you call on her energy, then you recognize that there are stages to transformation. And I will go through the caterpillar story. Also, da musst du noch ein bisschen aushalten, weil bei ihr geht es darum zu erkennen, dass so eine Transformation, eine Veränderung in Stufen auch stattfindet. Und jetzt erzähle ich dir die Geschichte von der Raupe. Imagine that we are all caterpillars. And in the caterpillar, when it is time for it to become a butterfly, there are things called imaginal cells. Und stell dir vor, wir sind alle Raupen. Und wenn es an der Zeit ist, für die Raupe zum Schmetterling zu werden, dann sind in der Raupe Dinge enthalten, die nennen wir die imaginierten Selbsts. And it makes us very sick because those cells' job is to kill the cells that are not the butterfly. Entschuldigung, Übersetzungsfehler, ich habe das falsch verstanden. Es geht um Zellen, imaginäre Zellen. Und diese Zellen haben dann die Aufgabe, alles das abzutöten, was eben nicht mehr der Schmetterling ist. Right? So part of us is dying right now. Also, ja, ein Teil von uns stirbt gerade im Moment. And there are 4 stages to metamorphosis, to transformation. And we're in, you, Shanti Devi, you are almost at the end, not quite. Und es gibt ja 4 Stufen dieser Metamorphose und du als Shanti Devi bist schon fast am Ende, aber eben doch noch nicht ganz. So for you, you would be feeling like everything is closing in on you, like closing in on you, like you're in a place that doesn't fit you anymore. It's too small. Und bei dir, dir kommt es einfach so vor, als würden alle Dinge immer näher kommen, immer näher auf dich zukommen, wie wenn der Platz, wo du dich befindest, einfach gar nicht mehr zu dir passt, weil er dir zu eng oder zu klein vorkommt. Does that make sense? Ja, Macht das Sinn für dich? das macht auch körperlich Sinn, weil ich also ziemlich viel körperliche Schmerzen habe in der Wirbelsäule, aber auch in den Faszien. Und ich hatte jetzt ein paar Monate, wo ich das Gefühl hatte, meine Faszien sind mir 2 Nummern zu eng. Okay, it makes a lot of sense, specifically because also my bodily symptoms have similarities because I have a pain in the spine and also on my fascia. For the last 2 months, I had the feeling that my fascia are too small for myself. Right, exactly. So this is not going to make you feel any better, but because you just have to keep doing it. And it's not, there's nothing that will relieve the symptom except faith and trust. Also ganz genau, aber es gibt nichts, was du daran machen kannst. Es gibt also erstmal nichts, was die Symptome lindert, außer natürlich der Glaube und das Vertrauen. So the goddess of transformation reminds you of the stages that this will not last. Und diese Stufen dieser Transformation erinnern dich daran, dass das eben nicht bleibend ist. Yeah. One thing I will recommend to you and also to anyone else that this feels connected to is the energy medicine of Donna Eden. Etwas, was ich dir empfehlen möchte und allen anderen, die sich von dieser Frage auch angesprochen fühlen, ist die Energiemedizin von Donna Eden.
Yeah, Donna Eden, energy medicine. She has many free, I think it's in German too. I think you can get it in German. But she does have techniques that will help you manage this, but it won't take it away. You have to go push through. Ja. Ich habe, also ich glaube, dieses Buch von Donna Eden gibt es auch auf Deutsch. Jemand hat es auch in den Chat geschrieben, Energiemedizin. Da gibt es Übungen, Techniken, die du anwenden kannst. Die werden nicht alles wegnehmen, aber die helfen dir einfach, die Symptome zu managen. Children, thank you so much. I hope that was helpful. Ja. Vielen Dank, ich hoffe, das hat dir geholfen. So Gabby asked a question I think is interesting, and I think she's asking about children and how children are managing this. I'm read it in German and then translate to you. Die Gabi hat gefragt, viele Kinder spüren, das merke ich in der Art und Weise, wie sie mit mir reden. Leider wird es eher mit Corona-Müdigkeit verbunden. Wie kann man diesen Kindern helfen, das Gefühl geben, dass was sie spüren richtig ist? Oder wie sollte man mit diesen Kindern umgehen? So she obviously has a lot of contact with people, with children, and when the children talk to her, she recognizes now that they have the same situation, but all the people interpret this behavior as a corona tiredness, which is not. So how can you give these children the feeling that what they are feeling is the right thing, and how can you help them? How can you you treat these children just to help them? You know what? Let's get Gabby on the call. So I'm going to pull a card. I will pull a goddess for that card, because I have an answer that I would give, but let's find out what the goddess says about Gabi, du hast die Gabi, ich nehme an, das ist die Gabi mit Y, da haben wir nur eine. Wenn du dein Mikrofon mal aufmachst, die Frage würde jetzt durch das Ziehen einer Göttinnenkarte beantwortet. Bitte mach dein Mikro auf, dass du dann mit ihr sprechen kannst. Die Frage wurde ja schon formuliert. That was No, that was her question. She doesn't have. Yeah, I said to her, just open the mic so when she wants to talk to you after you said the question that she can say something. Yeah. Hello. So Gabby, here's what's very interesting about this. This is a system. So you got the goddess Rhea, who is the goddess of rivers. So she's a Roman goddess, and she represents the flow of the river. Go ahead. Das ist sehr interessant, Gabi. Ich habe jetzt hier die römische Göttin Rhea. Und die ist die Göttin der Flüsse. Right. And so the specific way in which you could personally help these kids is to tell them that this is something that will pass. This is just the flow. This is the way it is for now. Rather than telling them that this is something that you put in a box, just say this won't last. You have to, because children see things in the moment. They experience things in the moment. If they know, oh, this is going to keep going and change, they recognize, oh, this is not going to be forever. That's the only way to make it natural, because nobody is talking about the fact that there's a much higher purpose to this virus, for example, to make us all stay home. And it's not a conspiracy thing. It's the fact that nature is also participating in this, that we all need to look at our lives differently. And children need to hear that this is not going to be forever. And that's that the river flows. The river always changes. The river always moves. Sorry, was du machen kannst, um diesen Kindern einfach zu helfen, ist, dass du ihnen erklärst, dass das etwas ist, was vorübergeht. Weil Kinder, also nicht, dass du es irgendwie in eine Schachtel oder so steckst, sondern dass du sagst, das ist etwas, was vorübergeht, weil die Kinder leben ja einfach in dem Moment. Covid hat ja für uns alle seine Herausforderungen, und es ist nicht dafür da, dass wir alle zu Hause bleiben, und es ist auch keine Verschwörung, sondern es geht einfach darum, dass die Natur auch ihren Anteil eben hat an dieser ganzen Covid-Situation, und deswegen würde es den Kindern am meisten helfen, wenn sie wissen, okay, das ist etwas, was vorübergeht,
Und das wäre die beste Hilfe. I hope I translated everything. I'm sorry, guys, I kept talking. I'm so sorry I made that too long. But I also want to say that children all take their cues from adults. And this is not perfect. We have so many people deciding so many things that are not all good, and so there's not one answer. There's an answer for you and how you can impact the children to make it right. That's important. But unfortunately, the adults that are impacting the children in a way that's very negative, we just have to hope that they will, but they're not. So we are raising children who are going to be traumatized by this, and hopefully if we create a more natural way. Oh, sorry, go ahead. I'm just going to stop there and then I'll finish. Also es ist so, dass Kinder ja einfach ihre Hinweise, wie sie sich benehmen sollen, von Erwachsenen bekommen. Durch Nachahmung sind ja Kinder tatsächlich, werden die großgezogen. Und wir haben im Moment in dieser Covid-Situation so viele Leute, die so viele unterschiedliche Entscheidungen treffen und die sind nicht immer gut. Und wir müssen uns also klar machen, dass wir hier eine Generation von Kindern erziehen, die irgendwann traumatisiert sein werden. Und deswegen gibt es nicht die eine Antwort, wie jeder einzelne von uns eben mit sowas umgehen kann, sondern diese Antwort ist jetzt für dich individuell. And the more we could reduce their fear, the more resilient they will be on the other end of it. Because we have to trust that human beings are resilient. Und je mehr wir ihnen die Angst nehmen können, desto resilienter werden wir sein, weil wir müssen einfach das Vertrauen entwickeln, dass das menschliche Wesen an sich eben resilient ist. Ja, ja, danke schön. You're welcome. Lutz, it was Östra. Östra, the goddess, because I know you're asking about your goddess, what her name was. It's the goddess of Easter, Yostra. Okay. Ich glaube, hast du das gehört, Lutz? Die Göttin, der Name deiner Göttin war Yostra. The spelling is Y-O-S-T-R-A? E-O-S-T-R-E. I just put it in the chat and so he can... Guck mal, ich habe es dir in den Chat geschrieben. Da kannst du es abschreiben und kannst nochmal über die was rausfinden. Okay. Gabby, pick another person. Gabi, wähl bitte die nächste Person aus. Du hast dich schon wieder stumm geschaltet. Any page. Remember that. You can go to the page 2, page 3, page 4. Genau, du kannst also von jeder Seite Personen auswählen. Du müsstest allerdings nochmal deine Stummschaltung aufheben, damit wir den Namen der Person, die du gewählt hast, auch hören können. Links unten musst du wieder auf die Stummschaltung aufheben. Oder du schreibst es in den Chat. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Ja, genau. Okay, ich schaue nochmal. Und du kannst auf alle 6 Seiten gehen, weil ich glaube, bisher hatten wir nur von den ersten 2 Seiten Glückliche, zu denen die Göttin kam. Ja, und zwar die Laura auf Seite 2. Die Laura auf Seite 2. Ja. Ja, wunderbar. Die Laura, do you see Laura, Colette? Laura, wink mal, dass wir dich sehen können. Und dann mach gleichzeitig dein Mikro auf. Multitasking. Winken und Mikro aufmachen. She's between Beate and Anja on my... Exactly. Du gehst mit deinem Cursor nach links unten in die Ecke. Die Ecke ist Corner, ja? Yes. Geht's jetzt? Ja, wunderbar. Super, ich habe nämlich ein iPad und da war das jetzt irgendwie anders. Ah, okay. She's using an iPad, so she has, it's different with her device, how to open the mic. What Hallo. Hello, let's find a goddess to talk to you. Okay, ich habe schon überlegt und ich freue mich, dass ich gewählt wurde, danke. Also ich habe eine Frage und zwar geht es so ein bisschen um meine Gefühle. Ich tue mich total schwer in Beziehungen zu Männern, also ich bin auch Single, ich weiß nicht, das hat bestimmt viel damit zu tun, meine Gefühle zu zeigen. Ich bin da sehr
also ich blocke das sehr stark ab und ich würde mich freuen, wenn das mehr fließen kann. Also wenn meine Gefühle so, ja, ins Fließen kommen und ich mich da nicht so abschirme. She's talking about her feelings and emotions. She wants to have her emotions free-flowing if she is in a relationship with a man. Right now she's single and maybe that has to do with it, but she feels like she's blockaging her own feelings and she wants the feelings to free flow. Okay, perfect. Perfect. Let's see. Okay. Perfekt, das habt ihr alle verstanden. Show me who, show me who, show me who. Ooh, the sun. So the goddess of the sun, she is aboriginal. Die Göttin der Sonne ist eine Ureingeborene. But she says you're not blocked. Aber sie sagt, du bist nicht blockiert. You have just chosen the wrong men. Du hast einfach nur den falschen Mann ausgewählt. So you should be blocked when you're with them. They're not worthy. They have not been worthy of your feelings. Und deswegen solltest du auch blockiert sein, wenn du mit diesem Mann oder diesen Männern zusammen bist, weil die deiner Gefühle gar nicht wert sind. So the question remains is not about how do I allow my emotions to flow, is how do I choose a partner I don't have to defend myself against? Also die Frage, die du aufwirfst, ist nicht so sehr, wie lasse ich meine Gefühle frei fließen, sondern eher, wie suche ich mir einen Partner aus, vor dem ich mich nicht selber verteidigen muss. What would it feel like for me if I found a partner who respected me and I respected? Also wie komme ich dazu, dass ich einen Partner finde, der mich respektiert und den ich respektiere? And could I give myself permission to meet somebody that could possibly really hurt me if it didn't work out because he was right? Und würde ich mir denn erlauben, jemanden zu treffen, der mich möglicherweise verletzen kann, wenn sich herausstellt, dass es dann doch nicht der Richtige war oder dass es nicht funktioniert hat. Also schon der Richtige ist, aber dass es nicht funktioniert hat. Because every man up until now has had a built-in mechanism for failure and she saw it every time, which is why she blocked her feelings. Weil jeder Mann, den du bisher getroffen hast, hatte so einen eingebauten Mechanismus, wo es um das Fehlerhafte oder das Scheitern ging. Und das hast du gespürt. Und aus dem Grund, weil du das gespürt hast, waren die Gefühle blockiert. So this goddess is saying, you must illuminate your story that you tell about, oh, I am something wrong. I am blocking my feelings, is a story that then makes you think you're broken, which is not true at all. Das heißt, die Göttin rät dir, deine Geschichte, die du über dich selber erzählst, zu illuminieren. Das heißt, diese Geschichte, dass du blockiert bist und dass deshalb etwas nicht mit dir stimmt, das stimmt überhaupt nicht. So the new story needs to be, I am going to be open to the right person. And then you have a risk. Then you really do have a risk because the kind of hurt that you had before, it was already new. It was going to be there from the beginning. But really meeting somebody that is right for you, you have to be at your most vulnerable. Und die neue Geschichte, die du erzählst, ist, ich bin offen für denjenigen, der der Richtige ist. Aber wenn du auch dann jemanden triffst, der der Richtige ist, dann hast du natürlich das Risiko, auch verletzt zu werden. Vorher war es so, da war diese Verletzung eigentlich nichts, weil sie von Anfang an schon klar war. Aber um jemanden zu treffen, für den du offen bist, da musst du mit deiner Verletzlichkeit also auf so einem Höhepunkt sein, also maximal verletzlich sein. So in a way, the story that you have told about being blocked emotionally has been a really good excuse not to meet that person. Und diese Geschichte, die du da erzählt hast, dass du innerlich blockiert hast, war für dich wirklich eine ziemlich gute Entschuldigung, diese Person erst gar nicht zu treffen. So you will never really know in a way, no, wait, let me say that again. It's a way you protected yourself up until now. So we don't want to make it wrong. Und bis hierhin hast du dich damit beschützt. Und deshalb wollen wir auch nicht so tun, als wäre das verkehrt gewesen.
this goddess asks you to illuminate why you have felt that you have needed to do this. Diese Göttin fördert dich auf, einfach nochmal zu beleuchten, warum du die Notwendigkeit verspürt hast, dich so zu beschützen. Because you're tired of it now. It's over. It doesn't serve you at all anymore. It's now like, here we go again. Du bist dieser Sache müde und deswegen musst du es beenden. Und das ist ja so, dass du sagst, schon wieder. So there's a part of you that has been trying to protect you from getting hurt. And you need to discover who that is inside you. Es gibt also einen Teil von dir in dir, der dich versucht hat zu beschützen, und du musst einfach herausfinden, was dieser Teil ist oder wer dieser Teil ist. And trust that if you love that part of yourself, that you are also very worthy. You are worthy of true love. Und dann geht es darum, diesen Teil von dir wirklich zu lieben und dir dann auch klar darüber zu sein, dass du wirklich es wert bist, wahre Liebe zu erfahren. And to close, what I love about this goddess is that she says you cannot go wrong. Und das Schöne, das sage ich noch zum Abschluss, ist, das Schöne an dieser Göttin ist, dass sie sagt, du kannst es nicht verkehrt machen. Yeah. Okay? Dankeschön. Welcome. Pick the next person, please. Laura, such noch die nächste Person aus. Jetzt hast du dein Mikrofon wieder zugemacht. Jetzt. Ich kann irgendwie nur schauen, wenn ich mal... nee, jetzt geht's. So, jetzt suche ich mal. Und zwar wähle ich die Beate Gerhard. Du warst noch nicht dran, ne? Gut. Beate beside you, okay. Beate Gerhard is on page number 2. Her mic is open and she can now give us her question. Beate, schieß mal los mit deiner Frage. Ja, ich habe mir lange überlegt, was ich denn überhaupt fragen möchte. Und die Göttinnen sind ja die zuerst dagewesene Urkraft. Wie verbinde ich das göttliche Weibliche mit dem göttlichen Männlichen in der jetzigen Zeit? So Beate's question says the goddesses was the first original power that was there, and in our now time, how do I connect the goddesses, the female goddess power and the male goddess power? How do I connect both of these powers or energies? So the power of the masculine already exists. And so the way that you bring them together is to focus more on the energy of the feminine, and it automatically brings them together. We don't take away the masculine. The masculine is important, but we bring it into balance. When we bring more of the goddess energy, the masculine then is in balance for everyone, right? So it's really more about, it is a natural organic thing. The more you learn about this goddess energy, this partner energy, the more it will automatically, organically balance the masculine. Also diese männliche Kraft, der Götterkraft, die ist schon da, und du kannst, es geht ja nicht darum, die zu unterdrücken, sondern es geht ja mehr darum, die tatsächlich ins Gleichgewicht zu bringen. Und das kannst du einfach tun, indem du dich mehr auf die weibliche Seite dieser Göttinnenkraft konzentrierst, dann werden die beide eben ins Gleichgewicht gebracht. Also es geht nicht darum, irgendetwas zu unterdrücken. So I'm going to pull a goddess card, a goddess for her, to also give her a message. And I don't know what that message will be. It will be general, maybe. We don't know, right? Und jetzt ziehe ich eine Karte für dich, um dir auch eine Nachricht zu geben. Und wie diese Nachricht aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Vielleicht ist es eine generelle Nachricht. Oh my God, this is funny. Okay.
So you got Lilith, the goddess of independence, and she is a Hebrew goddess. Du hast jetzt die Göttin Lilith. Lilith ist die Göttin der Unabhängigkeit und sie ist eine hebräische Göttin. So this is very interesting to your question. I'll try and give it to you in small pieces. So, go ahead. Das ist sehr interessant jetzt in Bezug auch auf deine Frage und ich versuche das jetzt mal runterzubrechen und dir das in kleinen Portionen zu übermitteln. The entire myth of the goddess Lilith was the fact that she was demonized because she would not let Adam, the first male, mount her in a dominant way. Also dieser ganze Mythos um diese Göttin Lilith, der geht so, dass sie dämonisiert wurde, weil sie Adam, den ersten Mann, sie nicht, jetzt wortwörtlich zu verstehen, besteigen ließ auf eine dominante Art und Weise. Also die hat sich nicht von ihm dominieren lassen. So she represents the refusal of domination. Also sie weist einfach also es geht bei ihr darum, um die Zurückweisung von Dominanz. That's an answer to your question then, is to bring, when there is only focus on the masculine, then there is no room for the feminine. And that, right? There's no room. Jetzt nochmal als Antwort auf deine Frage, wenn man sich nur auf das Männliche fokussiert, dann ist da natürlich gar kein Platz für das Weibliche, klar. Right now, in our human civilizations now, patriarchy, which is the dominant structure of all our modern societies, is changing. Und in unserer heutigen Zeit ist es so, dass das Patriarchat, also die Struktur unserer modernen Gesellschaften, tatsächlich sich verändert. So more emphasis and more learning about how to be in partnership rather than how to be dominated is what will bring you what you need and what we all need. Also die Antwort wäre hier, sich eher in so eine Partnerschaft zu begeben, anstatt sich dominieren zu lassen. Das ist das, was die Welt braucht, was wir alle brauchen. Mm-hmm. So one of the interesting pieces of the word independence is that the goddess, okay, we have always seen the masculine and the feminine as separate parts. Und wenn es jetzt nochmal um die Unabhängigkeit geht, dieser Göttin Lilith, oder lass es mich anders sagen, wir haben ja immer das Männliche und das Weibliche als getrennt voneinander betrachtet. But we cannot have life without both. Aber ohne beides gibt es eben auch kein Leben. So when 300 years BCE was the close of the goddess culture. Go ahead, 300 Jahre vor Christus wurde die Kultur der Göttinnen tatsächlich beendet oder geschlossen. So one worshipped the ability to give life, the other worshipped the ability to take life with the advent of weapons. Nicht geschlossen, getrennt. Also die eine Gottheit hat dann die Fähigkeit gehabt, Leben zu schaffen und die andere, der andere Teil hat die Fähigkeit gehabt, Leben zu beenden und das ging eben einher mit der Erfindung der Waffe. So symbolically we are back again at a place where we must bring them together in order to actually save our world. So you need to do the same thing in answer to your question, to bring them together, not one or the other. Und wir in unserer heutigen Zeit geht es wieder darum, einfach beide zusammenzubringen. Und das ist auch die Antwort auf deine Frage. Es geht nicht um das eine oder das andere, sondern dass beide wieder zusammengebracht werden. I hope that makes sense. Ich hoffe, das macht Sinn für dich. Ja, wie kann ich das im Alltag verbinden? Immer wieder.
Ich spreche sehr viel mit dem göttlichen Schöpfer, also mit unserem himmlischen Papa. Aber zur Urweiblichkeit habe ich relativ wenig Kontakt. Okay, how can I integrate that in my everyday life? I do talk a lot to our godly creator, but to the female, there's not much contact. No, exactly. We are not taught that. So you have to create your own way of connecting like we did today to always, because I believe in a consciousness that is neither male nor female. It is as a consciousness that includes both. So it's an invitation to include them both. Also genau, weil das würden wir tatsächlich auch nicht gelehrt. Das heißt, du musst deinen eigenen Weg finden, wie du mit der weiblichen Göttlichkeit in Kontakt treten kannst, so wie wir das heute ja zum Beispiel auch gemacht haben. Aber am Ende glaube ich an eine Göttlichkeit, die weder männlich noch weiblich ist. Yeah. Does that make sense? Macht das für dich Sinn? Ja. We have time for one more, yeah? Wir haben noch Zeit für eine weitere. Die Britta nickt. Dann, Beate, bitte such noch eine Person aus. Ja, ganz kurzen Moment. Die Rosa Martin. Die Rosa Martin. Rosa Martin, winkst du uns mal, dass wir dich finden? There she is. I see her on page 2. Ah, okay, wunderbar. Rosa, du kennst das Spiel schon. Du machst dein Mikrofon auf, bitte, und formulierst deine Frage. Ich habe so viel gehört. Ich weiß alles. I heard so much, I know everything by now. I don't. Also ich weiß noch nicht alles. Ich bin älteren Datums und bin als Heilpraktiker, als Heilerin tätig. Covid-19 hat mich rausgeworfen und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich überhaupt weitermachen soll. Okay. Ich mache sehr gerne mit den Menschen, aber es kommen bestimmt Jüngere nach, die besser sind. Okay, so I'm a little bit older and I'm working as a naturopath, I'm working as a healer, and COVID kind of threw me off the wagon, and I'm thinking, shall I go back to my profession because there might be younger people even better than me? That's my question. Nope. Okay, you got Saradwin, which is potential. So the goddess Saradwin represents potential, the cauldron of potential. So she is saying, this is a time for you to teach. This is a time for you to go back and be a mentor. This is a time to do it. And it is not a time to quit. It's just a time to find a different way to nurture potential in others. Also die Antwort von Sarah Twen, die ist ziemlich eindeutig. Also es ist hier wirklich an der Zeit, dein Potenzial auszuschöpfen. Es ist keine Zeit aufzuhören. Es geht einfach darum, dass du vielleicht eine Mentorin sein kannst. Es geht für dich darum, neue Wege zu finden, wie du dein Wissen vermitteln kannst. Aber aufhören ist jetzt hier nicht die Option. And and I will say this, even though you might want to retire, Saradwin is a goddess that wants you to go back to work. Ja, und auch wenn du vielleicht in Rente gehen möchtest, Rosa, Sarah Twen ist eine Göttin, die dir sagt, geh wieder an die Arbeit. Yeah. You have so much more to give. Du hast noch so viel zu geben. Yeah. Those young people don't know what you know. All diese jungen Leute, die wissen nicht, was du weißt. Yeah, you'll stay young if you keep doing it. Und du bleibst jung, wenn du weitermachst. Thank you. So thank you very much, everyone, for coming. I don't know, are you going to tell them about the workshop? Also vielen Dank an alle, dass ihr heute Abend gekommen seid. Britta sagt jetzt noch was zu dem Workshop, der uns im Juni erwartet.
Ja, das mache ich sehr gerne und ich erzähle euch auch zum Anfang gleich, dass Colette heute noch ein Geschenk für die ersten 10, die sich anmelden, überlegt hat. Sie hat nämlich, sie macht ja wundervolle Meditationen. Wenn ihr auf ihrer Webseite seid, da könnt ihr auch buchen, diese kostenlosen Events, die sie macht. Und diese eine Meditation, die sie euch schenken wird, das ist die Meditation des Herzens, Meditation of the Heart heißt es auf Englisch, ist halt nur in Anführungszeichen in englischer Sprache. Aber wenn ihr fix seid und zum Workshop kommen wollt, dann gibt es eben bei den ersten 10 dieses Goodie noch, dieses extra kleine Geschenkchen dazu. Wir haben euch ins Programm geschrieben, es eilt etwas mit der Anmeldung, weil im Preis inklusive ist dieses wundervolle Deck, das ihr am Anfang ja auch gesehen habt und jetzt in den einzelnen Karten. Wenn ihr das schon habt, dann wird das einfach entsprechend verrechnet. Ansonsten wird es euch vorher noch zugeschickt. Deswegen brauchen wir da also möglichst bis Ende des Monats, das ist der 27.05., dann die Anmeldungen. Und in dem Workshop, dann geht es dabei, natürlich darum, dass ihr lernt, mehr damit umzugehen. Jetzt ist Colette natürlich als Meisterlehrerin aufgetreten, hat gezeigt, wie es geht. Und ist dann natürlich mit 30 Jahren Erfahrung uns einige Nasen voraus. Aber ich glaube, sie kann uns wirklich Grundlagenwissen vermitteln auf eine ganz besondere Weise, wie es auch sonst andere Lehrerinnen in der Form mir noch nicht gezeigt haben. Für mich ist es hier auch eine große Bereicherung zu sehen, wie sie arbeitet. Und ihr Zugang ist doch nochmal ein ganz anderer. Am Anfang erwartet man vielleicht auch bei den Göttinnen so dieses klassische Bild, was wir gelernt haben, aber geht sie darüber hinaus und macht uns klar, dass es also dann ein viel größeres Werkzeug ist zu dieser persönlichen Transformation, wenn man mit diesen Karten arbeitet, die auch so bildlich, so wirklich eine tolle Bildsprache haben. Also wenn ihr Lust drauf habt, mit diesen Karten zu arbeiten, dann würde ich euch das sehr gerne nahelegen, da möglichst schnell dazu zu kommen. Die Zeiten sind auch toll. Sie sind nämlich von 14 bis 21 Uhr und man kann vormittags noch was anderes machen. Das ist ein Donnerstag, ein Feiertag. Und im Programm zu finden. Ich mache jetzt auch noch schnell am Ende den Link in den Chat und ihr bekommt ja alle die Aufzeichnung morgen, also die Aufzeichnung von heute Morgen zugeschickt. Dann machen wir das auch nochmal schriftlich, was ich jetzt mündlich gesagt habe, für alle, die jetzt auch nicht dabei waren, die das noch hören und sehen am nächsten Wochenende vielleicht. Okay, so I mentioned everything about your workshop and that we have a goodie, and a special goodie, your wonderful meditation of the heart for the first 10 ones. That's great. Good. Okay. And did you tell them when is the date? What date is it? Stimmt, das ist der Feiertag, der 7. Mai. Entschuldigung, ein Mittwoch ist das, gell? Der 3. Juni. Entschuldigung, der 3. Juni. Ich bin jetzt hier auf dem Erlebnisabend. Ja, 3. Juni. Yes, I'm like, that doesn't sound right. Okay. Yeah. And your German is pretty well. Ja, fand I understand. Ich kann, what is it? Never mind. Ein bisschen. Ich kann verstehen. Ich kann vieles verstehen. It's amazing, ja. Zoom, it's Zoom. Zoom German. Nee, die Frage im Chat ist nochmal aufgetaucht, also der Workshop wird wieder per Zoom durchgeführt, also live ist im Moment noch nicht möglich und das Kartendeck ist natürlich für euch auf Deutsch. Ich glaube, das waren so die drängendsten Fragen, die jetzt noch auftauchten. Ja. Das ist dieses wundervolle Kartendeck, was wir dann euch zuschicken. Ja. Jawohl, genau. And I teach you how to ask really important questions. So at the end, you will be so surprised and amazed at how they speak to you. It's fascinating. Und ich werde euch beibringen, wie man die richtigen Fragen stellt. Und dann werdet ihr wirklich sehr erstaunt und begeistert sein, wie die Karten zu euch sprechen. Es wird euch einfach weghauen.
Gut übersetzt. Hey, And now I put the link. Wait, there it is. So you don't have to wait, but for our audience, yeah. I have to go now. Bye. Ganz lieben Dank, genau. Ganz toll. Göttinnen-Dank. Und hier unten, genau, könnt ihr noch kommentieren. Da ist nochmal unsere Silke voll im Fokus, unsere tolle Übersetzerin. Und der winken wir auch schnell nochmal zu. Ja, vielen Dank auch für die lieben Worte im Chat und die mir auch zum Teil privat geschrieben habt. Das lese ich alles sehr gern. Vielen Dank. Silke kriegt immer Heiratsanträge. Heute auch wieder? Nein, heute war keiner dabei. Okay, also euch noch ein schönes Wochenende. Die Sonne kommt raus. Genießt es, dass endlich hier die Wärme nach Deutschland kommt oder wo auch immer ihr seid. Ein Sonnenwochenende ist angesagt. Und lasst die Sonne im Herzen erscheinen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.